Also moin Leute und herzlich willkommen mal zu ein bisschen anderen Video. Und zwar dachte ich, ich mache jetzt mal ein Review zu meiner Beta. Habe die Beta jetzt ungefähr seit einem Jahr und bin in der Zeit ungefähr 6.500 Kilometer gefahren. Und ja, ich habe jetzt mal ein bisschen was aufgeschrieben und werde euch jetzt mal einfach was erzählen. Kommen wir jetzt erstmal zu den Dingen, die mir nicht so gut gefallen haben, die ich nicht gut finde. Und zwar ist das erstmal der Bremshebel hinten. Und zwar ist es so, die Fußrasten können hier einklappen. Und wenn die einklappen, dann bleibt die Fußraste am Bremshebel hängen. Und es hakt sich dann da ein und dann bleibt die oben. Und erst wenn man hier wieder auf den Hebel drückt, kommt die wieder runter. Das ist halt, klar, ich fahre jetzt nicht so viel Schräglage, dass es hängen bleiben könnte, aber es ist halt trotzdem nervig, wenn man beim Offroad-Fahren irgendwie der Hebel hochgedrückt wird, die Fußraste, dann muss man halt erst wieder drauf, dass sie runterkommt. Das können wir auch, glaube ich, mal abschleifen, aber ja. Genau, dann kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar ist es das Zündschloss. Das sind eigentlich auch nur Kleinigkeiten, aber bei dem Zündschloss ist es so, ziemlich versteckt ist. Da muss man halt ein bisschen reinfriemeln, vor allem wenn man dann Handschuhe anhat, kommt man da jetzt nicht so gut dran, aber das ist jetzt nicht so wild. Genau, und dann noch zu dem Punkt Handguards. Ich hatte zuerst Probleme, überhaupt welche zu finden, weil ich wollte keine geschlossenen Handguards, weil die mir auch nicht so gut gefallen haben. Und da fand ich eigentlich am besten die von Beta. Aber da war das Problem, und zwar, kann ich mal kurz von hier filmen? Genau, und zwar war das so, wenn man die Handguards hier ranbaut, also noch vor den Kupplungshebel, dann war das so, dadurch dann war der Kupplungshebel so weit außen, dass er dann beim Ziehen die Lichthupe gedrückt hat. Deswegen musste ich die Handguards weiter nach außen setzen, dann wären die aber eigentlich viel zu weit innen gewesen. Deswegen musste ich mir hier auch noch provisorisch so eine Platte einbauen, dass die weiter außen sitzen. Deswegen sind die jetzt auch nicht ganz so stabil, aber eigentlich reicht es. Ja. Dann noch zu einem Punkt, und zwar zum Choke-Hebel. Und der ist ziemlich versteckt. Am Anfang braucht ein bisschen Übung, dass man überhaupt drankommt. Und zwar ist der hier unten versteckt. Und auch wie gesagt, wenn man jetzt wieder Handschuhe anhat, kommt man da jetzt nicht so gut ran. Braucht man ein bisschen Übung. Hätten sie vielleicht ein bisschen weiter nach außen machen können, aber ja. Okay. Und dann komme ich noch zum Punkt, und zwar zu den Bremsen. Die Bremsen sind jetzt nicht so bissig. Man muss auch denken, das ist jetzt eigentlich eine Enduro. Und zum Endurofahren sind die Bremsen völlig ausreichend. Also mehr Power bräuchte man da gar nicht, aber wenn man jetzt halt viel auf der Straße fährt, jetzt verglichen mal mit einer WR, die ich jetzt auch schon mal gefahren bin, sind die Bremsen natürlich lange nicht so gut. Aber fürs Offroad-Fahren, wofür sie eigentlich auch gemacht ist, sind die Bremsen echt top. So eine Sache ist auch, wenn man zu zweit fährt. Und zwar ist es ja eigentlich eine Enduro und ist dafür gemacht, dass man alleine fährt. Und wenn man dann zu zweit drauf hockt, dann federt die hinten schon ganz schön weit ein. Da hat man dann nicht mehr arg so viel Spielraum. Und die 11 PS merkt man dann schon, weil man einfach nicht so gut vom Fleck kommt. Aber wenn man damit einfach mal irgendwo hinfährt und nicht gerade irgendwo hin eine Tour macht, wo man dann 3 Stunden Autobahn fährt oder was weiß ich, dann ist es eigentlich auch recht in Ordnung. Der hintere, der Sozius, hockt da nicht gerade bequem, also kann man vielleicht hier nochmal kurz filmen. Hier, man muss halt auch vorrutschen, dass der hintere Platz hat, und hier ist es halt, da ist nicht mehr viel, also ist halt dann schon recht hart. Aber für kurze Fahrten ist es eigentlich völlig in Ordnung. Ja, dann kommen wir jetzt zu den positiven Dingen. Und zwar, was ich echt super finde bei dem Bike, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe für das Motorrad, ich habe es mir neu gekauft, 3.200 € gezahlt, und für das Geld bekommt man echt richtig viel. Also ich habe auch mal geguckt, es gibt ja die Rio MRT 125, wenn man das so ausspricht. Die kostet ungefähr gleich viel und die hat da ein schlechteres Fahrwerk und ja, einfach nicht so gute Komponenten. Ja, zum zweiten Punkt, der mir richtig gut gefällt bei der Beta, ist das Aussehen und das Design. Also ja, genau, guckt euch die mal an, ich finde das Design einfach nur richtig geil. Also da finde ich die echt top. Genau, und dann kommen wir zum Motor. Ich finde den Motor echt gut. Und viele werden jetzt sagen, okay, ich will das Motorrad nicht haben, weil es hat nur 11 PS, das ist mir zu wenig. Man muss auch mal denken, die Beta ist sehr leicht. Die wiegt nur 103 Kilogramm, glaube ich. Und klar, jetzt zum Beispiel die WR hat 15 PS, wiegt aber wesentlich mehr, ich glaube 137 Kilogramm. Und wie ihr auch in meinem anderen Video sehen könnt, ich habe mal ein Beschleunigungsrennen gemacht, kann ich vielleicht auch mal einblenden kurz. Und da war die WR fast gleich schnell. Also sie war nur 1 Meter weiter vorne, also
obwohl sie 4 PS mehr hatte, ist sie kaum schneller weggekommen. Also es kommt nicht nur auf die Leistung an, sondern auch auf das Gewicht. Ja, was auch am Motor gut ist, ist die Leistungsentfaltung. Ein Kumpel von mir ist auch mal die neue Duke von 2017 gefahren. Der hat gesagt, ihm hat der Motor nicht so gut gefallen wie der Motor jetzt, weil er einfach bei wenig Drehzahl viel weniger Leistung hat. Die Drehzahl kommt bei den Motoren erst oben raus und der Motor hat bei wenig Drehzahl auch schon richtig Leistung. Genau. Und dann der Verbrauch ist auch ziemlich gut. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen ist, aber die verbraucht auf 100 Kilometer, wie ich es jetzt gerade fahre, ungefähr 2,7 Liter. Also das ist echt eigentlich gar nichts. Ja, genau. Und die Wartung ist auch gut. Ich habe jetzt schon seit, eben wie ich gesagt habe, 6.500 Kilometer gefahren. Ich musste noch kein einziges Mal die Ventile einstellen. Aber das ist eigentlich echt top. Ja, genau. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zu den Reifen. Die Reifen, das sind jetzt Mitas Rock Rider heißen die, glaube ich. Das sind die Standardreifen. Und an sich finde ich die eigentlich recht gut. Das sind so, sagen wir mal, Mischreifen, die Offroad eigentlich ziemlich gut sind und auf der Straße auch. Jetzt momentan sind sie schon recht runter. Da muss man denken dafür, dass es so Offroad-Reifen sind. Das sind noch die ersten Reifen. Ich habe jetzt schon 6.500 Kilometer gefahren und die haben noch jetzt vorne weniger, aber hinten hat er noch für einen Offroad-Reifen, finde ich, ziemlich viel Profil. Also die Abnutzung ist eigentlich auch völlig in Ordnung. Ja, genau. Dann kommen wir jetzt zur Verarbeitung. Die Verarbeitung finde ich ziemlich gut. Die Plastics. Hier zum Beispiel habe ich mal vorne beim Offroad-Fahren ist mir ein Ast reingekommen und da hat das ganze Teil um 90 Grad nach hinten gebogen. Und man sieht nichts. Es ist nicht abgebrochen, hat sich nicht verformt. Das ist echt stabil. Ja, genauso wie die Blinker. Jetzt mal hier hinten. Mir ist die schon oft umgefallen und das Kennzeichen wurde schon hier komplett nach hinten geknickt. Und die Blinker, die kann man rumbiegen, wie man will, die gehen nicht kaputt. Also ich habe die schon so oft hingeschmissen, ist immer auf den Blinker gelandet, nichts. Also der ist jetzt ein bisschen nach hinten gebogen, aber ja, die sind echt stabil und auch gar nicht so groß. Also klar, es gibt kleinere Blinker, aber ich finde die eigentlich völlig in Ordnung dafür, dass sie vom Werk aus so kommen. Ja, genau, also auch generell die Verarbeitung finde ich ziemlich gut. Da wurde nirgendwo dran wirklich gespart. Man hat eigentlich nirgendwo Bauteil, wo man denkt, was ist das für ein Scheißdreck, hätten sie mal besser machen können. Insgesamt finde ich die Verarbeitung echt ziemlich gut gelungen. Ja, dann kommen wir zur Sitzbank. Die Sitzbank ist jetzt, klar, es ist eine Enduro-Sitzbank, aber dafür ist sie eigentlich recht bequem. Also man kann auch, klar, nach 4 Stunden fahren tut einem der Arsch weh, aber das ist auch normal für ein Enduro und dafür ist die Sitzbank eigentlich ziemlich bequem. Also da lässt sich es gut drauf aushalten, das ist. Ja, und dann kommen wir noch zum Kennzeichenhalter. Der Kennzeichenhalter finde ich eigentlich auch recht gut. Es gab ja schon mal auf YouTube ein Review zu der Beta, der ist glaube ich auch schon ein bisschen älter. Und da war noch ein anderer Kennzeichenhalter dran, der wesentlich länger war. Und da hat er gesagt, dass das Kennzeichen, wenn der Reifen eingefedert ist, mit reingezogen wurde. Aber jetzt ist es nicht mehr so, also der ist kürzer geworden und so schlimm finde ich den eigentlich nicht, der ist völlig in Ordnung, schätze. Ja, dann kommen wir noch zum Offroad-Fahren. Und ich fahre jetzt am letzten Wochenende Offroad fahren oder Enduro fahren, da kommt da noch bald ein Video zu raus. Und ich finde, die macht sie echt ziemlich gut. Klar, die Gabel ist jetzt vorne ein bisschen zu hart eingestellt, aber an sich ist es eigentlich völlig in Ordnung. Vor allem, wenn man denkt, was die gekostet hat. Die Beta LC kostet 4.500 €, was einfach nochmal 1.300 € mehr ist und für den Preis bekommen wir echt ziemlich viel geboten. Gehen wir noch zum letzten Punkt. Und zwar ist es zum Auspuff. Ich habe nicht mehr den Standardauspuff dran. Ich hatte schon, bevor ich überhaupt den Führerschein hatte, schon einen anderen Auspuff dran. Und zwar ist das der X-Racing Auspuff in Titanium-Ausführung, oval. Und klar, der hat jetzt nicht wenig gekostet. Man hat dafür, glaube ich, fast 320 € habe ich dafür gezahlt. Aber der Sound ist echt richtig geil. Ohne dB-Killer ist es einfach nur noch... Klingt wie eine 500er, geht richtig ab, ist einfach nur geil der Sound. Also wenn ihr euch die Beta holt euch auf jeden Fall einen X-Racing Auspuff, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, genau. Was jetzt meine Meinung zum Motorrad ist, ob ich sie jetzt euch wieder empfehlen würde, ob ich sie mir wieder kaufen würde, mit den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe. Und ja, auf jeden Fall. Also man bekommt echt ein tolles Motorrad für das Geld. Man bekommt echt viel geboten und es ist auch echt ein gutes Anfängermotorrad. Also die Kupplung, du kannst Vollgas geben und die Kupplung schnalzen lassen, du musst dich echt sehr dumm anstellen, um dann überhaupt hinzufliegen. Also das ist eigentlich ein idiotensicheres Motorrad. Klar, Wheelies kann man auch machen, wenn man will, es geht alles. Aber an sich ist es echt ein gutes Anfängermotorrad, was ich auf jeden Fall weiterempfehlen würde. Ja,
Jetzt noch die Frage, warum ich mir die AC und nicht die LC gekauft habe. Gibt ein paar Gründe, aber der ausschlaggebendste Grund war eigentlich der Preis. Und zwar habe ich mir das alles selbst finanzieren müssen. Ich hatte einfach nicht das Geld für die 4.500 Euro, deswegen wurde es die ist ja wie gesagt schon 1.300 Euro billiger. Und darüber hinaus ist die Beta, die AC auch alltagstauglicher. Also jetzt wieder die Sitzbank, ich bin auch schon mal die LC gefahren. Die AC hat eine bequemere Sitzbank, die ist weicher, auf der lässt sich es wesentlich besser aushalten. Und auch die Reifen, also ich spreche jetzt gerade vom Enduro-Modell von der LC. Und zwar sind da richtige Stollenreifen drauf und nicht so Mischreifen wie jetzt bei der Beta, wie bei der hier. Und auf der Straße fahren die sich einfach eigentlich nur scheiße, muss man schon so sagen. Das rattert total und bei höheren Geschwindigkeiten ist alles total am Vibrieren und wenn es nass ist, kann man es eigentlich direkt vergessen. Also da finde ich die Beta eigentlich auch nochmal besser, weil sie einfach besser für den Alltag ist, da ich ja auch viel mit der durch die Gegend fahre, war die einfach auch für mich die bessere Wahl. Ja, also wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.